Herzlich willkommen in Zandvoort. Wir sind hier am Race Day zum großen Preis der Niederlande 2023, der Dutch Grand Prix. Der findet genau hier statt, direkt an der Nordsee, im Meer der Oranje-Fans. Alle sind sie hier, um Max Verstappen anzufeuern. Und wir waren schon ein paar Tage vorher hier und haben so ein paar Sachen für euch ausprobiert und wollen euch zeigen, warum es sich lohnt, genau hier nach Zandvoort zu kommen. Vielleicht zum großen Preis der Niederlande 2024 oder 2025. Wir zeigen euch, wie ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier hinkommen könnt, wie ihr mit dem Fahrrad hier hinkommen könnt. Wir zeigen euch, was die Partymeile zu bieten hat, und ich kann euch verraten, eine ganze Menge und noch einige weitere nützliche Tipps rund um den großen Preis der Niederlande. Also, auf geht's! Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach Zandvoort zu kommen, wenn der große Preis der Niederlande stattfindet. Das ist ja ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept, das die Stadt Zandvoort ausgegeben hat. Ihr kommt ja nicht mit dem Auto rein. Das ist der Clou, denn in diesem Nordseeort, wo ja nur super wenige Menschen leben, kommen über 300.000, ich glaube über 305.000 sind es an diesem Wochenende, überhaupt erstmal dahin. Das heißt, wenn da alle mit dem Auto kommen würden, das wäre alles verstopft. Deswegen hat man ein Autoverbot eingerichtet. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Fahrrad hinzufahren. Das haben wir vor ein paar Tagen mal gemacht. Hier aus unserem Örtchen in Noordwijk, wo wir unser Quartier aufgeschlagen haben, waren das so circa 20, 25 Kilometer feinste Dünenstraßen. Wir sind quasi wirklich durch die Dünen, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber immer nicht zu hoch und nicht zu tief runter, dann in Richtung Zandvoort gefahren. Das war ein wunderbares Erlebnis, richtig schön. Dann auch die Natur um einen herum zu sehen, haben Hirsche gesehen zum Beispiel auch. Auf jeden Fall auch mal kurz innehalten und die Natur bewundern. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren. Und das werden wir heute mal machen. Ich habe gehört, die Niederlande haben ein sehr, sehr gut ausgebautes ÖPNV-Netzwerk und deswegen machen wir uns auf den Weg zur Bushaltestelle hier und dann geht's rüber mit dem Bus nach Haarlem. Und ab da sehen wir uns dann wieder und dann wollen wir mal den Max Express austesten. Wir sind angekommen in Haarlem. Von hier geht es dann gleich weiter nach Zandvoort. Ihr könnt im Grunde genommen mit Bus und Bahn auch wunderbar zum großen Preis der Niederlande nach Zandvoort kommen. Ihr müsst natürlich ein Ticket kaufen. Das könnt ihr ganz einfach machen über eine Nahverkehrs-App. Wir haben jetzt die 9292.nl genommen. Es gibt noch ein paar andere. Man könnte auch eine Chipkarte holen für ein paar Tage, aber die ist ein bisschen teurer. Das heißt, ihr müsst dann euch immer wieder einzelne E-Tickets ziehen und die dann an den Scanner halten dort vorne und dann könnt ihr mit dem Zug Richtung Zandvoort fahren, mit dem Max Express. Ja, und wir sind natürlich heute ein bisschen spät dran, deswegen schon ein Großteil der Leute im Bahnhof und auf dem Weg nach Zandvoort. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Auf geht's von Haarlem nach Zandvoort. So, angekommen in Zandvoort. Wir haben natürlich jetzt schön die Szene gestellt, bin ich ganz ehrlich, ich aus dem Zug komme, weil die Leute wollen natürlich alle raus. Ja, die wollen alle raus, die wollen zur Strecke und ab jetzt ist es auch nicht mehr weit. Ab jetzt geht man noch ein paar Kilometer, je nachdem, zu welchem Eingang man muss. Es gibt insgesamt 4 Eingänge hier in Zandvoort, steht auf eurer Karte. Und dann, ja, würde ich mal sagen, geht's ab mit dem Pulk zur Strecke. Wir sind angekommen im Official 538 Dutch Grand Prix Village. Das Village ist für euch die beste Möglichkeit, um hier an der Strecke in Zandvoort zu campen. Hotels hier in Zandvoort zu finden, ist eigentlich unmöglich an diesem Wochenende und wenn, dann zahlt ihr euch dumm und dusselig. Wenn ihr euch also ein Zelt mitbringt, es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, dann könnt ihr hier auf einen dieser wunderbar aufgebauten Fußballplätze tatsächlich euer Zelt aufschlagen und dann schon die Tage hier verbringen. Das Ganze kostet, wenn ihr euer Zelt mitnehmt, 229 € pro Person in diesem Jahr. Also das schon mal für den Hinterkopf. Wir schauen uns aber jetzt noch mal andere Optionen an, die ihr auch nutzen könnt. Hier sind wir jetzt in einem, wie ich finde, sehr, sehr praktischen Bereich, denn diese Zelte
gehören euch, wenn ihr dann nach Hause fahrt, wenn ihr das wollt. Die Zelte werden nach der Buchung für euch aufgestellt. Das ist nämlich auch das Schöne, dass die Organisatoren hier gut planen konnten, wie viele Zelte sie aufstellen müssen. Diese Zelte kosten 325 € pro Person, hat Platz für 2 Personen in diesen Zelten. Und das Schöne ist, wie gesagt, diese Zelte und alles, was dazugehört, die Heringe, alles das Überzelt, dürft ihr mit nach Hause nehmen. Das geht alles mit zu euch. Das heißt, ihr könnt euch entweder euer eigenes Zelt mitbringen, wie wir euch gerade gezeigt haben, oder aber ihr nehmt einfach so eins und bekommt das damit nach Hause und könnt es dann auf eurem nächsten Grand Prix direkt wieder benutzen. Hier sind wir jetzt am Delta-Zeltbereich angekommen. Delta ist ein wunderbares Hochzelt, quasi schon Tipi-artig, würde ich sagen. Hier passen 2 Personen rein, ist für 2 Personen ausgelegt und eine sehr komfortable und schöne Möglichkeit, hier die Nächte zu verbringen. Und bei guter Musik, guten Getränken, gutem Essen, 525 € pro Person kostet das Ganze. Jetzt sind wir hier im Lodge-Bereich angekommen, im Dutch GP Village in Zandvoort. Die Lodges, das sind die Zelte mit dem meisten Platz. Hier finden 2 Personen wirklich ordentlich Platz. Wir wollen aus Privatsphäregründen natürlich nicht jetzt da reinschauen, aber ich schaue hier mal rein und sehe wirklich, wirklich viel Raum. Es stehen 2 Zustellbetten drin, ein kleiner Zustelltisch und ja auch ein bisschen Abstand zwischeneinander, wenn man das denn mal braucht, um, ja, ich sag mal, hier ein schönes Wochenende zu verbringen. 625 € pro Person kosten die Lodges. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, ja, eigentlich auch, wenn ihr jetzt mit Vater-Sohn zum Beispiel unterwegs seid, wie ein Vater-Sohn-Paar hinter uns, dann finde ich doch eine schöne Zeit hier zu verbringen, aber auch nicht immer zu eng aufeinander zu hocken. Die Lodges hier im Dutch GP Village in Zandvoort. Ihr wollt mit mehreren Leuten hier hinkommen zum großen Preis der Niederlande und im Dutch GP Village campen, dann könnt ihr das auch machen. 5, 6 oder 7 Personen finden in diesen Gruppenzelten Platz. Ab 355 € pro Person könnt ihr da dabei sein. Oder aber ihr wollt mit 8 bis 12 Personen kommen. Auch dafür gibt es Gruppenzelte hier. Die Group Tents XL sind dann genau eure richtige Wahl. Ab 255 € pro Person findet ihr da dann Platz und könnt mit der ganzen Freundesgruppe, mit der Familie, mit der Großfamilie hier zum großen Preis der Niederlande kommen und Spaß haben, ein schönes Wochenende verbringen und ja, Max Verstappen anfeuern, das ist doch klar. Wenn ihr lieber fest wohnen wollt sozusagen, dann gönnt euch doch für 425 € pro Person das Festi hat hier auf dem Dutch GP Village, dem Camping Village zur großen Preis der Niederlande. Dieses Holzhaus hat 7,5 Quadratmeter Fläche für euch innen, hat für 4 Personen Platz und ja, ein sehr, sehr authentisches Interieur, ja, Hochbetten und die Möglichkeit für euch ein bisschen auszubreiten auch. Strom ist angeschlossen und ja, es ist natürlich Wind und Wetter geschützt, ja, und an diesem Wochenende hat es ja auch geregnet und da konnte man sich hier drin so ein bisschen vor dem Regen verstecken und dann wieder ab an die Strecke, weil der Weg zur Strecke ist ja nicht weit, wie ihr gesehen habt. Also Festi hat 425 € pro Person, vielleicht ja genau das Richtige für euch. Hey, ihr seht, was hier los ist. An so vielen Ecken hier in dieser Stadt geht es richtig ab. Die Leute rasten aus und feiern die Formel 1, feiern das Leben und feiern sich. Also der Abend hier, der wird noch sehr, sehr lang. Danke, die holländische Gastfreundschaft hat zugeschlagen. Wir wollten doch gerade nur das Bier aufgezeichnet bekommen, wie er es zapft, trotzdem bezahlen. Er hat es uns geschenkt. In diesem Sinne, Prost! Ja, wie ihr sehen könnt, die Innenstadt von Zandvoort bebt noch richtig. Ihr könnt hier richtig gut essen und trinken. Am Abend, also wenn ihr hier seid, die Läden haben richtig lange auf, extra lang natürlich, wenn die Formel 1 hier ist und die wollen alles mitnehmen. Und ihr könnt auch alles mitnehmen, asiatisch, Pizza, Burger, Döner habe ich auch gesehen. Ja, und da unten, da geht die Party richtig ab. Also Downtown Zandvoort brennt, wenn Max Verstappen und die Formel 1 hier ist. Ja, hier ist nicht nur die Nordsee, sondern auch ein Meer an Fahrrädern. An verschiedenen Stellen hier in Zandvoort könnt ihr
ihr euer Fahrrad abstellen. Die sind witzigerweise auch nach Rennstrecken der Formel 1 benannt. Hier zum Beispiel Monza. Naja, mit sehr viel Speed kommt man hier nicht lang, wie im Autodromo Nazionale di Monza, aber hier kann man sein Fahrrad abstellen bis, ich glaube, 10:30 am Abend stehen lassen. Also man kann dann auch noch so ein bisschen in die Stadt gehen, ein bisschen Party machen und dann sein Fahrrad wieder hier abholen. Es gibt es an 4 verschiedenen Orten hier in dem Ort, auf der anderen Seite auch, damit man dann, wenn man am Gate 4 zum Beispiel reingeht, auch dort sein Fahrrad abstellen kann. Da gibt es, glaube ich, den Fahrradabstellplatz Bahrain und Baku oder Miami auch noch. Also man hat sich da so ein bisschen was Kreatives einfallen lassen. Wenn man bei der Firma Pon sein Fahrrad heute geliehen hat, kann man noch ein bisschen weiter ranfahren. Es gibt auch exklusive Stellplätze für Herstellerfirmen und Verleihfirmen. Aber hier ist dann fürs ganz normale Fanvolk die Möglichkeit, das Fahrrad abzuschließen und dann an der Strandpromenade entlang zur Strecke zu gehen. Wenn ihr dem Trubel hier ein bisschen entgehen möchtet, denn da oben, da geht es richtig ab, da ist ständig Tralafitti, dann empfehle ich euch mal einen gediegenen Strandspaziergang. Denn hier in Zandvoort gibt es wunderbare, kilometerlange Strände, an denen ihr so ein bisschen die Seele baumeln lassen könnt. Vielleicht, wenn das Ergebnis eures Lieblingsfahrers im Vergleich zu Max Verstappen nicht so gut war, so ein bisschen zu verarbeiten und einfach ein bisschen die Ruhe zu genießen, dem Meer zuzuhören. Heute ist es sehr windig, also wenn ihr Surfer seid, dann bringt am besten euer Surfbrett direkt mit, dann könnt ihr hier in die Wellen steigen. Oder bei gutem Wetter, wenn es nicht so ist wie heute, nicht so bedeckt und bewölkt, dann auch gerne einfach mal ein bisschen am Tan arbeiten, wie man so schön sagt. Also der Strand hier in Zandvoort, um zwischendurch mal ein bisschen runterzukommen, genau der richtige Ort. Ich muss zugeben, ich fühle mich hier wie ein Wetterreporter, der an der Nordsee steht und euch erzählt, wie windig es ist. Und so ein bisschen ist es ja auch. Ich stehe an der Nordsee, ich stehe in Zandvoort, der große Preis der Niederlande 2023 ist Geschichte. Max Verstappen hat natürlich gewonnen, Sebastian Vettels Rekord von 9 Siegen in Folge eingestellt. Und was bleibt mir zu sagen über dieses besondere Festival der Formel 1, des Motorsports? Kommt zum Dutch GP. Es lohnt sich. Es gibt so viel zu erleben. Live-Musik, gutes Essen, tolle Leute, Partys ohne Ende, die Möglichkeit auch mal die Seele baumeln zu lassen am Strand, mit dem Fahrrad zu fahren, mit dem Zug zu fahren und sich im Wind gehen zu lassen. Leute, DutchGP.com ist eure Adresse für alle Informationen rund um den Dutch GP. Dort gibt es auch die Informationen, wo ihr hier campen könnt. Und auf motorsporttickets.com gibt es die Tickets für den großen Preis der Niederlande 2024. Schaut einfach mal vorbei, es werden immer wieder neue Kontingente freigeschaltet. Und bevor ich mich jetzt hier wegwählen lasse, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst für das Video, wenn ihr den Kanal abonniert und bei der nächsten Reise bei Kevin allein in dabei seid. Wo soll ich hin? Schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal sage ich ciao und tschüss.